Die Schweiz folgt den USA und möchte ein wichtiger Standort werden für Schweizer Franken basierte Stablecoins. Diese interessante Entwicklung und was das für dich vielleicht bedeutet, wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Schweiz, sie ist ja das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen. Wenn auch du überlegst, in die Schweiz auszuwandern, dann würde ich mich freuen, dich bei unserem Auswandern in die Schweiz Seminar begrüßen zu dürfen. Das veranstalten wir regelmäßig in Zürich. Da zeige ich dir in 2 Tagen alles, was du wissen musst aus steuerlicher Perspektive, wenn du in die Schweiz umziehen musst. Wir betrachten die deutschen steuerlichen Gegebenheiten, Wegzugsteuern, Strickungsbesteuerung, erweitert beschränkte Steuerpflicht, das Doppelbesteuerungsabkommen, also die überdachende Besteuerung, welcher Kanton in der Schweiz gut ist, was du zum Schweizer Steuersystem wissen musst, wie man Unternehmen gründet und natürlich auch, wie man den Schweizer Pass als sehr sichere weitere Staatsbürgerschaft erwerben kann. Termin auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich dort in der Schweiz in Zürich begrüßen zu dürfen. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Du hast es ja sicherlich mitbekommen. Die USA haben sich vor kurzem entschieden, keinen digitalen US-Dollar einzuführen. Stattdessen will man als Standort für digitale Stablecoins, die an den US-Dollar gekoppelt sind, sehr attraktiv werden. Hier wurden also die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen in den USA, um nun Herausgeber von Stablecoins entsprechend zu regulieren. Die USA versprechen sich davon, dass der US-Dollar gestärkt wird, die Position des US-Dollar gestärkt wird, der ja doch in der letzten Zeit ziemlich gelitten hat. Der US-Dollar wurde eben als politische Waffe eingesetzt, vor allen Dingen von der Biden-Regierung gegen Russland und seine Verbündeten. Und das hat natürlich hier viele aufgeschreckt. Jetzt ist natürlich die Denke der Amerikaner, wenn wir jetzt eine Stablecoin-Umgebung schaffen, in denen Stablecoins reguliert werden und diese Stablecoins müssen 1:1 durch US-Dollar gedeckt sein, dann verhelfen wir damit dem US-Dollar zu einer weltweit sehr viel wichtigeren Stellung. Und die Schweiz, sie schlägt nun in die gleiche Kerbe. Dazu möchte ich dir einmal folgende Pressemitteilung der Schweizer Regierung zeigen. 22. Oktober 2025, Bundesrat geht voran mit Stablecoins und Krypto, Vernehmlassung eröffnet. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 22. Oktober 2025 die Vernehmlassung zu einer Änderung des Finanzinstitutsgesetzes eröffnet. Also das ist im Grunde so ein Abklärungs- und Entwurfsverfahren hier, um ein entsprechendes Gesetzeswerk zu ändern. Ziel der Vorlage ist es, die Rahmenbedingungen für die Marktentwicklung, die Standortattraktivität sowie die Integration innovativer Finanztechnologien in das bestehende Finanzsystem zu verbessern. Zugleich sollen damit verbundene Risiken bei der Finanzstabilität, der Integrität und des Anleger- und Kundenschutzes eingedämmt werden. Die Vernehmlassung dauert bis zum 6. Februar 2026. Also, das heißt, die Öffentlichkeit hat nun bis zum 26. Februar 2026 Zeit, hierzu Stellung zu nehmen. Natürlich auch interessierte Verbände, wichtige Player in dem Bereich und dann soll vermutlich dann ein entsprechendes Gesetz vorbereitet werden. Link dazu übrigens packe ich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. So, was passiert hier nun also? Warum macht die Schweiz das jetzt? Warum ist das wichtig? Die Schweiz ist ja schon seit relativ langer Zeit als Kryptostandort recht beliebt und auch bekannt. Man denke nur an die Region Zug. Sie hatte den Ruf als Crypto Valley manchmal. Nun hat der Standort Schweiz natürlich durch die Credit Suisse Pleite 2023 stark gelitten. Die Schweizer Regierung, so sagt man vielfach, hat die Übernahme durch die UBS hier ziemlich schlecht gemanagt. Ich will es einmal so sagen. Ziemlich inkompetent, könnte man auch noch beifügen. Jetzt hat man diese riesige Bank, die UBS. Das kann natürlich nicht im Interesse der Anleger und eigentlich auch des Staates sein. Also das heißt, man will jetzt hier zu neuen Ufern aufbrechen. Man möchte jetzt den etwas ramponierten Ruf der Schweiz wieder reparieren und knüpft hierbei an Krypto an. Wie gesagt, die Schweiz hat einen ganz guten Ruf, was Krypto anbelangt. So sind ja zum Beispiel auch Veräußerungserlöse aus Kryptowährungen in der Schweiz steuerfrei. Wenigstens dann, wenn es sich um private Veräußerungserlöse handelt und nicht zum Beispiel um gewerbliches Kryptotrading. Die Schweiz ist sehr innovativ, keine Frage. Es gibt dort sehr innovative Unternehmen. Das wird immer auch von vielen internationalen Stellen der Schweiz bescheinigt. Und man hat natürlich dieses riesige, wichtige Asset, den Schweizer Franken, mit Sicherheit die beste, die stabilste Währung der letzten 80 Jahre. Seit dem Zweiten Weltkrieg, keine Frage. Allein der Euro zum Beispiel ist seit der Euro-Einführung um 50% im Vergleich zum Schweizer Franken gefallen. Oder man kann auch sagen, der Schweizer Franken hat zu 50% an Wert zugenommen.
gegenüber dem Euro seit der Euro-Einführung. Also eine sehr stabile Währung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bestimmte kritische Punkte hinsichtlich der Schweiz. Man denke nur an diesen neuen EU-Rahmenvertrag, den die Schweizer Regierung ja schon letztlich akzeptiert hat. Da wartet man jetzt auf den Volksentscheid. Das bereitet natürlich vielen Bauchschmerzen, denn letztlich wird ja der Schweizer Bürger als souverän ersetzt. Am Ende hat dann tatsächlich der Europäische Gerichtshof in der Schweiz das letzte Sagen, wenn es um Gesetzesvorhaben geht und nicht mehr der Schweizer Bürger, so wie es jetzt der Fall ist. Also wie man dem zustimmen kann, das weiß ich nicht. Aber es kann durchaus sein, dass die Schweizer Regierung dieser Maßnahme zustimmt, weil es natürlich auch entsprechende Strömungen in der Schweiz gibt und gerade junge Leute ziemlich EU-freundlich sind. Das muss man tatsächlich so leider sagen. Im Rahmen dieser Stablecoin-Initiative geht es nun im Wesentlichen um zwei Dinge. Zum einen mal will man die Regulierung für Fintech-Unternehmen erweitern, dass es jetzt Fintech-Unternehmen gibt, die dann entsprechend aus Stablecoins ausgeben dürfen. Und dann wird man hier auch eine neue Lizenzform schaffen für Krypto-Institute. Sie sind dann Kryptodienstleister, die im Grunde genommen Wertpapierhäusern ähneln. Das sind letztlich Unternehmen, die Dienstleistungen im Kryptobereich anbieten. Also die große Frage ist natürlich, kann die Schweiz ihr Traditionsmodell des Vertrauens in eine Welt übertragen, die auf Code und Dezentralisierung basiert? Das ist eigentlich hier die kritische Frage. Funktioniert Stabilität wirklich als digitales Exportgut? Denn dafür ist ja die Schweiz eigentlich bekannt, wenn wir mal diesen Credit Suisse-Vorfall ein bisschen außer Acht lassen. Neutralität und finanzielle Stabilität. Damit würde also Vertrauen in die Schweizer Zuverlässigkeit nicht mehr durch ein Bankkonto ausgedrückt, sondern in einem Blockchain-Token. Kann das wirklich funktionieren, müssen wir uns fragen. Ein solcher Stablecoin, ein Schweizer Franken-Stablecoin, wäre natürlich zu 100% durch einen Schweizer Franken gedeckt, ähnlich wie es eben auch in den USA gemäß der neuen Regierung auch mit US-Stablecoins der Fall sein wird. Und damit könnte sich natürlich die Schweiz von, ich sage mal, halbherzigen Experimenten anderer Länder unterscheiden. Denn das würde natürlich schon auch den Konsumenten auch ein großes Maß an Sicherheit bieten, wenn sie wissen, dass dieser Schweizer Franken-Stablecoin auch tatsächlich dann einen echten Schweizer Franken hinter sich hat. Und wir können davon ausgehen, dass es immer mehr Kunden geben wird, die nach einer Alternative zur Dollar-Dominanz bei den Stablecoins suchen. Und da wäre vielleicht der Schweizer Franken eine interessante Alternative. Wir wissen ja schon, dass die EU hier sehr stark gegen Stablecoins eingestellt ist. Also von Seiten der EU-Kommission, von Seiten der EU und der Europäischen Zentralbank ist wahrscheinlich hier nicht viel zu erwarten. Möglicherweise können sich die Schweiz neben den USA hier als weiterer wichtiger Player etablieren. Man kann davon ausgehen, dass die Regulierung in der Schweiz ziemlich streng sein wird. Ich meine, dafür ist die Schweiz bekannt, auch bei ihren anderen Lizenztypen für Finanzdienstleister. Wir hatten ja hier mal ein Interview mit einer Kryptobörse in der Schweiz geführt auf diesem Kanal. Da hat uns der Verantwortliche einiges davon erzählt und das ist schon alles sehr solide natürlich reguliert und das wäre auch bei diesen Stablecoin-Unternehmen natürlich so, was für den Verbraucher möglicherweise ein Vorteil ist. Ich sage möglicherweise, weil natürlich bei diesen stark regulierten Unternehmen dann auch immer die Compliance besonders stark ist, was den Nutzer anbelangt. Und da kann ich mich auch an diese Unterhaltung mit der Schweizer Kryptobörse erinnern, dass sie natürlich auch von ihren Kunden sehr, sehr viele Informationen abgefragt haben. Eine Sache muss man sich natürlich fragen. Die Schweiz ist ja ganz besonders als Bankenstandort bekannt. Wenn ich jetzt diese Stablecoin-Idee wirklich ernst nehmen würde, dann wären ja im Grunde genommen die Schweizer Banken auf kurz oder lang tatsächlich überflüssig. Also je überzeugender die Schweiz diese Stablecoin-Story verkaufen kann, desto überflüssiger werden die Banken, ist das, was ich sagen will. Die Schweizer Banken, also im Grunde genommen die Branche, auf die die Schweiz hier seit Jahrhunderten setzt und womit sie sehr viele Anleger und Investoren angezogen hat. Warum würde ich noch mein Geld kompliziert bei einer Schweizer Bank parken, wo ich dann vielleicht in die Schweiz einreisen muss, wenn das alles digital weltweit auf einer Blockchain ganz einfach möglich wäre? Ist ja sehr viel komfortabler. Daher würde ich sagen, dass für die Schweizer Banken das Risiko nicht ist, dass diese Stablecoin-Idee scheitert, sondern dass sie im Grunde viel besser läuft als erwartet. Also wir müssen abwarten, was da kommt. Die große Frage, die im Raum steht, ist eben, ob die Schweiz ihr wichtigstes Produkt, nämlich Vertrauen in die digitale Welt exportieren kann. Kann das funktionieren? Wenn es ihr gelingt, dann kann sie sicherlich ihre finanzielle Relevanz in das digitale Zeitalter verlängern. Und wenn nicht, dann droht ihr möglicherweise über kurz oder lang tatsächlich ein starker Bedeutungsverlust.
Ich persönlich finde das eine sehr gute Idee. Wie gesagt, die EU ist ja sehr stark gegen Stablecoins eingestellt. Also von dort kann man jetzt nicht sehr viel Innovation hier erwarten. Die Schweiz ist ein kleines Land. Sie ist nicht so überreguliert wie die EU, aber eben trotzdem ein sehr stabiler Standort. Also ich finde das Ganze nicht schlecht. Auch für dich könnte das natürlich möglicherweise relevant sein, wenn du dir überlegst, ins Ausland umzuziehen, wenn du stark im Kryptobereich tätig bist oder vielleicht nicht mehr im Kryptobereich tätig bist, aber realisierst, dass die Schweiz eben im Grunde ein innovatives Land ist und du dir vorstellen könntest, dort zu leben, dann ist vielleicht diese Regulierung, dieser neue Gesetzesentwurf durchaus ein Schritt in die richtige Richtung, um dann Krypto noch mehr in der Schweiz zum Durchbruch zu verhelfen. Wie gesagt, ich denke, dass die Schweiz nach wie vor ein sehr interessanter Standort ist. Viele unserer Mandanten haben natürlich gesagt, naja, mit diesem EU-Vertrag ist die Schweiz für mich im Grunde genommen gestorben. Ich wäre hier nicht so schnell. Also vielleicht ist die Schweiz in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren nicht mehr so attraktiv. Aber gerade wenn man jetzt Deutschland verlassen will oder Österreich verlassen will, wenn man jetzt will, dass die Uhr beginnt zu ticken. Wir hatten ja vor kurzem ein Video veröffentlicht, dass du noch 10, möglicherweise 25 Jahre hier vom deutschen Finanzamt behelligt werden kannst, wenn du willst, dass die Uhr tickt, wenn du dich aus der EU zurückziehen willst, wenn du in einen anderen Währungsraum umziehen willst, in dem auch noch Deutsch gesprochen wird, dann ist natürlich die Schweiz schon gut, auch wenn es vielleicht nur ein temporärer Wegzug ist und du nach 3, 5 oder 7 Jahren dich entscheidest, wieder irgendwo anders hinzuziehen. Ich habe selbst in der Schweiz gelebt. Ich habe es genauso gemacht, wie ich es gerade eben beschrieben habe. Die Schweiz war für mich ein Sprungbrett. Ich bin nach 3 Jahren wieder aus der Schweiz weggezogen, aber ich war froh, ich war dankbar um diese Zeit. Mir hat es sehr gut gefallen dort. Ich bin seitdem immer wieder und auch häufig in der Schweiz. Ich finde es einen tollen Standort, gute Qualität, es ist sicher, die Sachen funktionieren. Und wenn ich mich schon mit einer digitalen ID anfreunden müsste, dann freunde ich mich lieber mit der digitalen ID der Schweizer an, ehrlich gesagt, als die der EU oder die der Briten. In diesem Sinne, wie gesagt, ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Seminare zum Auswandern in die Schweiz zu begrüßen. Ansonsten natürlich gerne noch ein Beratungsgespräch buchen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Umzug ins Ausland, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensdiversifikation, zweite Staatsbürgerschaften. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.